Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Das Thema heute: kulturelle Aneignung. Genauer: alles nur geklaut oder Einfluss und Inspiration? Noch genauer: Sensibilität und Schlussfolgerungen. Heute kommen wir zum voraussichtlich letzten Teil dieser Reihe. Es sei denn, Fragen und Kommentare veranlassen mich dazu, noch ein Video zu machen. In den letzten Teilen dieser Reihe habe ich versucht, mich diesem Thema aus einer anderen Perspektive zu nähern, als diese, die ich bei meinen Recherchen gefunden habe. Im ersten Teil habe ich versucht, einen manchmal ironisch, manchmal zynisch, sarkastisch, aber auch mit ein wenig Humor einen lockeren Einstieg zu finden. Hoffentlich ist mir das auch gelungen. Das mit dem Humor meine ich jetzt. In den letzten zwei Teilen habe ich die Definition von Kultur und Aneignung und ihre Variationen besprochen. In diesem Teil werde ich darüber sprechen, wie wichtig es ist, sich der Bedeutung von Wörtern bewusst zu sein und wie dies zur Vermeidung von Missverständnissen in der Kommunikation beitragen kann. Sensibilisierung für einen anderen Denk- und Sprachgebrauch und meine Schlussfolgerungen. In meinen Unterhaltungen mit anderen Menschen, wo es um die genaue Wortwahl geht, erhalte ich Antworten wie: Mir ist Sprache nicht wichtig, ich kenne jetzt durch dich die Begriffe, aber ich benutze das Wort, das mir gerade reinpasst. Lege nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Nimm nicht jedes Wort allzu ernst. Mach dir nicht über jedes Wort zu viele Gedanken. Nicht jedes Wort muss auf die Waagschale gelegt werden. Du musst nicht jedes Wort bis ins Detail analysieren. Manchmal kann man Worte auch leichter nehmen. Sei nicht allzu pedantisch bei jedem Wort, das du hörst oder liest. Du hast mich ganz genau verstanden. Dann könnte ich dich auch gleich fragen, was bitte bedeutet. Und vieles mehr. Ich zitiere mal Martin Luther. Du wägest dein Gold und Silber ein. Warum wägest du nicht auch deine Worte auf der Goldwaage? Martin Luther wies folglich die Menschen darauf hin, verantwortungsvoller mit ihrer Wortwahl umzugehen. Schließlich will doch jeder verstanden werden, oder? Oder wie mein Urgroßvater Sokrates bereits vor 2000 Jahren sagte: Aber Kritias, du dringst in mich, als behauptete ich, das zu wissen, wonach ich frage. Und als könnte ich also, wenn ich nur wollte, gleich dir beistimmen. So verhält es sich aber nicht, sondern ich untersuche erst mit dir, was jeweils vorliegt, weil ich es selber nicht weiß. Denn nicht als wüsste ich es, sage ich, was ich sage, sondern ich suche gemeinschaftlich mit euch, sodass, wenn mir derjenige etwas zu sagen scheint, der mir widerspricht, ich es zuerst einräumen werde. Also lasst uns spielen, im Sinne von Sokrates. Ich frage nicht, weil ich nicht weiß. Ich frage, weil ich nicht weiß. Ich weiß zwar viel, aber nicht alles. Und möchte mit euch gemeinsam dieses Thema hier untersuchen. Frage 1. Nun, woran soll sich der Mensch orientieren, wenn nicht genau an die Definition eines Wortes? Zumindest am Beginn müssen wir doch, wie Wittgenstein sagt, gemeinsame Sprachspiele, gemeinsame Regeln haben. Wir brauchen einen gemeinsamen Code, oder? Sonst könnten wir ja uns unendlich totdiskutieren, ohne auf einen gemeinsamen Punkt zu kommen.
Der Fragensteller bringt hier bewusst eine wichtige philosophische Perspektive von Wittgenstein ein. Nun ist leider oder doch tatsächlich die Bedeutung von Worten oft stark von ihrem Gebrauch und Kontext abhängig. In vielen Fällen sind Begriffe nicht starr definiert, sondern haben flexible Bedeutungen, die sich im Laufe der Zeit entwickeln können. Wittgensteins Idee von gemeinsamen Sprachspielen und gemeinsamen Regeln betont die Bedeutung von Sprache als sozialem Konstrukt, das in einer Gemeinschaft entwickelt und geteilt wird. Das bedeutet, dass die Bedeutung von Wörtern oft durch den Konsens innerhalb einer Sprachgemeinschaft entsteht. Wenn es um kontroverse Themen wie kulturelle Aneignung geht, kann es sehr sinnvoll sein, gemeinsame Diskussionsgrundlagen zu schaffen und Begriffe zu definieren, um Missverständnisse zu vermeiden. In vielen Fällen sind Begriffsdefinitionen jedoch nicht in Stein gemeißelt und können in verschiedenen Kontexten variieren. Die Diskussion über solche Themen erfordert oft Reflexion, Empathie und die Bereitschaft, unterschiedliche Perspektiven zu berücksichtigen, um zu einem gemeinsamen Verständnis oder zumindest zu einem konstruktiven Dialog zu gelangen. Frage 2. Ich stimme dir absolut zu dem, was du oben beschreibst, aber dann haben wir ein kommunikatives, generelles Problem. Ist es dann nicht wichtig, als ersten Schritt zur Annäherung eine gemeinsame Definition, Regel zu beschreiben, um von dort aus weiter gemeinsam voranzuschreiten? Also bitte, Dreadlocks ist doch keine kulturelle Eineignung, oder? Nun, der Fragesteller bringt hier einen gültigen Punkt ein, wie ich finde. In vielen Fällen kann die Klärung und gemeinsame Definition von Begriffen ein wichtiger erster Schritt sein, um Missverständnisse in der Kommunikation zu vermeiden und eine Grundlage für einen konstruktiven Dialog zu schaffen. Es ist durchaus vernünftig, bestimmte Begriffe wie in diesem Fall kulturelle Aneignung klarer zu definieren, um Klarheit darüber zu schaffen, was in einem bestimmten Kontext als kulturelle Aneignung betrachtet wird und was nicht. Dies kann helfen, Missverständnisse und Kontroversen zu minimieren. Die Frage, ob Dreadlocks oder ähnliche Themen als kulturelle Aneignung betrachtet werden sollen, ist tatsächlich ein Beispiel für die Notwendigkeit einer solchen Klärung und Definition. In verschiedenen Kulturen und Gemeinschaften gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, was als kulturelle Aneignung angesehen wird, und es kann sinnvoll sein, diese Unterschiede zu berücksichtigen und zu diskutieren. Die Entwicklung klarer und respektvoller Kommunikationsregeln ist ein wichtiger Schritt, um in komplexen und kontroversen Themen wie diesem voranzukommen und gemeinsame Verständnisse zu fördern. Wenn du mit mir reden willst, definiere deine Termini. Voltaire, französischer Philosoph, Schriftsteller und Aufklärer. Frage 3. Ich bin der Ansicht, und da haben wir es wieder, dass wir ganz klare Definition des Wortes haben. Das ist doch die Denotation. Aber irgendwie möchte ich dir tatsächlich recht geben. Das ist mit vielen Sachen wohl so. Ich bin dagegen, Punkt. Mir egal, was die Grunddefinition ist. Der Fragesteller bringt hier einen weiteren wichtigen Punkt zur Sprache. Die Denotation eines Wortes, also seine grundlegende Bedeutung, kann oft klar und eindeutig sein.
Aber die Art und Weise, wie Menschen Begriffe interpretieren und anwenden, kann von persönlichen Überzeugungen, Erfahrungen und kulturellen Hintergründen beeinflusst werden. Das kann zu unterschiedlichen Meinungen und Ansichten führen, auch wenn die Denotation des Wortes glasklar ist. Es ist wichtig zu erkennen, dass Sprache nicht nur eine Frage von Definition ist, sondern auch von Interpretation und Bedeutung. Das macht Kommunikation manchmal komplex, da Menschen die gleichen Worte auf unterschiedliche Weisen verstehen können. In kontroversen Themen ist es oft hilfreich, nicht nur die Denotation, sondern auch die Konnotation und die subjektiven Perspektiven zu berücksichtigen. Das kann dazu beitragen, Verständnis und Empathie zwischen verschiedenen Standpunkten zu fördern und zu einem produktiven Dialog beizutragen. Aber ja, Konnotation kann tatsächlich zu Missverständnissen führen und eine Unterhaltung zäh gestalten. Frage 4. Auch hier stimme ich dir absolut zu. Zuhören, Empathie, Verständnis für den anderen, absolut. Wie kann ich aber auf jemanden empathisch reagieren, wenn seine Bedürfniserfüllung nach eventuell Gerechtigkeit nicht zu der Aussage kulturelle Aneignung passt? Es kann in der Tat herausfordernd und anstrengend sein, empathisch auf jemanden zu reagieren, dessen Bedürfnisse oder Standpunkt nicht mit der Idee von kultureller Aneignung in Einklang stehen. Hier sind einige Ansätze, die bei solchen Gesprächen helfen können. Erstens, zuhören und verstehen. Beginne damit, aktiv zuzuhören und zu verstehen, was die andere Person sagt. Versuche, ihre Perspektive und ihre Gefühle zu erfassen, auch wenn du anderer Meinung bist. Zweitens, Fragen stellen. Stelle offene Fragen, um besser zu verstehen, warum die andere Person diese Ansicht hat. Fragen wie, kannst du mir mehr darüber erzählen, warum du das so empfindest, können dazu beitragen, die Motivation hinter ihren Standpunkt zu klären. Drittens, respektvoller Austausch. Bemühe dich um einen respektvollen und sachlichen Austausch. Vermeide Schuldzuweisungen oder Vorwürfe und konzentriere dich darauf, gemeinsam nach Lösungen oder Kompromissen zu suchen. Viertens, Perspektivenvielfalt anerkennen. Erkenne an, dass Menschen unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven haben. Selbst wenn du nicht zustimmst, respektiere Sichtweise als gültige Meinung. Fünftens, gemeinsame Werte finden. Suche nach gemeinsamen Werten oder Zielen, auf die ihr euch einigen könnt. Und dies kann helfen, eine Brücke zwischen verschiedenen Standpunkten zu schlagen. Sechstens, Offenheit für Reflexion. Ermutige die andere Person zur Selbstreflexion und zur Überprüfung ihrer eigenen Ansichten. Und dies kann dazu beitragen, dass beide Seiten offen für Veränderung oder Nuancen sind. Es ist wichtig zu beachten, dass es nicht immer möglich ist, eine völlige Einigung zu erzielen. Ein respektvoller Dialog und die Anerkennung unterschiedlicher Meinungen sind jedoch wichtige Schritte, um eine konstruktive Kommunikation zu ermöglichen und möglicherweise zu einer gemeinsamen Basis zu gelangen. Empathie bedeutet nicht unbedingt Zustimmung, sondern Verständnis und Respekt für die Gefühle und Ansichten anderer Menschen.
Siehe hierzu Video Nummer 8. Verstehen hat nichts mit Verständnis zu tun und Verständnis nichts mit Einverständnis. Frage 5. Was mich dabei sehr stört, ist, dass Begriffe benutzt werden, die nichts mit den dahinterliegenden Bedürfnissen zu tun haben. Vielleicht hast du ja Zugriff auf unseren letzten Austausch dagegen oder dafür. Ein anderer Denk- und Sprachgebrauch könnte so viele Missverständnisse in Luft auflösen, oder? Wieder ein wichtiger Punkt. Die Wahl der Worte kann in der Tat zu Missverständnissen und Konflikten führen, insbesondere wenn Begriffe unterschiedlich interpretiert werden oder auch emotional aufgeladene Bedeutung haben. Ein bewusster und respektvollerer Denk- und Sprachgebrauch kann dazu beitragen, diese Missverständnisse zu minimieren und den Dialog zu verbessern. Es ist immer möglich, in einem Gespräch klarere und neutralere Begriffe zu verwenden, um die Diskussion zu präzisieren und die Betonung auf die eigentlichen Bedürfnisse und Anliegen zu legen. Wenn Begriffe wie kulturelle Aneignung zu Missverständnissen führen, können alternative Formulierungen oder eine Erklärung des Begriffs hilfreich sein. Ein offenes Gespräch über den Sprachgebrauch und die Bedeutung von Begriffen kann dazu beitragen, die Kommunikation effektiver und verständnisvoller zu gestalten. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten sich bewusst sind, wie ihre Worte verstanden werden könnten und offen für Anpassungen sind, um eine bessere Kommunikation zu ermöglichen. Frage 6. Wie könnte denn eine alternative Formulierung zu kultureller Aneignung aussehen, ohne den tatsächlichen Wortkern in Besitz nehmen zu verdeutlichen? Eine alternative Formulierung für kulturelle Aneignung, die den Wortkern in Besitz nehmen nicht betont, könnte sein: kultureller Einfluss oder Inspiration. Diese Formulierung betont weniger die Idee des Besitzes und stärker den Einfluss oder die Inspiration, die aus einer anderen Kultur gezogen werden kann. Sie fokussiert tatsächlich auf die Idee des kulturellen Austausches und des Lernens voneinander, ohne die negativen Konnotationen, die manchmal mit Aneignung verbunden sind. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wahl der Worte von Kontext zu Kontext variieren kann. Und es ist entscheidend, dass die Beteiligten sich darauf einigen, welche Begriffe am besten geeignet sind, um ihre Absichten und Ansichten zu vermitteln. Frage 7. Ich kann also kultureller Einfluss oder Inspiration benutzen, um was zum Ausdruck zu bringen? Ja, genau. Die Formulierung kultureller Einfluss oder Inspiration kann verwendet werden, um auszudrücken, dass Elemente aus einer anderen Kultur positiven Einfluss auf eine Person, eine Gruppe oder eine Gesellschaft haben, ohne den negativen Unterton, den kulturelle Aneignung manchmal haben kann. Mit dieser Formulierung betonst du die Idee, dass Kulturen voneinander lernen und sich gegenseitig beeinflussen können, ohne dass es notwendigerweise eine unangemessene Übernahme oder Enteignung gibt. Natürlich ist es wichtig, dass die Begriffe, die du wählst, den Kontext und die Absicht deiner Aussage reflektieren. Wenn du beispielsweise über die positive Wirkung von kulturellen Austausch sprechen möchtest,
kann diese Formulierung hilfreich sein. Frage 8. Okay, verstanden. Damit kann ich eventuell den anderen davon überzeugen, dass ich absolutes Verständnis für sein Anliegen habe, und dennoch kann ich betonen, dass die Formulierung kulturelle Aneignung etwas unglücklich gewählt ist. Ja, ist das so? Ja, das ist eine gute Herangehensweise. Indem du die Formulierung kultureller Einfluss oder Inspiration verwendest, kannst du deine Bereitschaft zeigen, die Anliegen der anderen Person zu verstehen, ohne die negativen Konnotationen, die mit kultureller Aneignung verbunden sein können, zu betonen. Das kann dazu beitragen, Missverständnisse zu minimieren und zu einer produktiven Diskussion beizutragen. Es zeigt auch, dass deine Sensibilität für die Wahl der Worte im Gespräch über kontroverse Themen. Frage 9. Wenn mein Gegenüber bereit ist, oder? Aber wie sage ich immer, es liegt also an mir, wie viel Energie ich in den anderen stecke. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der hier angesprochen wird. Die Bereitschaft zur Kommunikation und zum gegenseitigen Verständnis sollte von beiden Seiten kommen. Und es ist wichtig, deine eigenen Grenzen und Prioritäten zu respektieren. Siehe hier zu Video Nummer 4, wem genau bist du wirklich zur Loyalität verpflichtet? Es ist nicht immer möglich, eine konstruktive Diskussion zu führen, wenn das Gegenüber nicht bereit ist, zuzuhören oder auf eine respektvolle Weise zu antworten. Du kannst sicherstellen, dass du deine Energie und Zeit in Gespräche investierst, die potenziell produktiv sind und zu einem gegenseitigen Verständnis führen können. Wenn du jedoch feststellst, dass eine Diskussion nicht vorankommt oder in eine unproduktive Richtung geht, ist es in Ordnung, sich zurückzuziehen und deine Energie auf andere Gespräche zu konzentrieren, bei denen eine konstruktivere Kommunikation wahrscheinlicher ist. Das Teilen von Meinungen und Erfahrungen kann dazu beitragen, ein tieferes Verständnis und gemeinsame Regeln oder Ansichten über diese komplexe Themen zu entwickeln. In diesem Sinne, lasst uns darüber austauschen. Starten wir einen Dialog. Bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Weisheiten zum Mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ach so, nur zur Info. In diesem Dokument habe ich x Fremdwörter und Lehnwörter genutzt. Ich hätte sonst leider ein sehr großes Problem, diesen Text zu schreiben. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Thema. Euer Georg Muratidis. Tschüss, macht's gut.